Und dann habe ich eben das begonnen, das Betaferon, also das Antisuppressivum zu spritzen. Das war dann für ein halbes Jahr circa. Und damit ist es erst richtig losgegangen. Also dann ist es wirklich sukzessive bergab gegangen bei mir. Herzlich willkommen, Alexandra, bei Chronisch Ehrlich. Ich freue mich so, dass du heute hier bist und wir sprechen heute über deinen Genesungsweg mit MS. Das ist, ich habe schon vorhin gerade gesagt, so eine krasse Diagnose. Ich bin total gespannt auf deine Geschichte. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Bin froh, dass ihr so ein tolles Projekt gestartet habt. Danke, Alexandra. Man hört es ja schon ein bisschen. Von wo kommst du? Aus Österreich? Ja, genau. Aus Oberösterreich komme ich. Genau. Ich bemühe mich, gut Hochdeutsch zu sprechen. Du sprichst gut. Alles super, ja. Und möchtest du noch sonst was über dich sagen? Oberösterreich, du bist ja noch sehr jung auch. Du hast deine Diagnose ja auch sehr jung bekommen. Da können wir später noch dazu. Was magst du so? Hast du irgendwelche Hobbys? Ja, ich bin sehr musikalisch, kreativ, tue gern malen, bin sehr gerne in der Natur, habe auch eine Kräuterpädagogen-Ausbildung, also beschäftige mich auch mit solchen Sachen gerne. Ja, und Reisen ist mein allerliebstes Hobby. Das ist ja momentan ein bisschen schwierig, aber das wird schon wieder. Und ja, sonst so natürlich gerne auch meine Freunde, die Familie und so weiter, was man halt alles so gerne um sich hat und macht und so weiter. Und natürlich, wenn man mal auf seinem Weg ist, ist man auf einem Weg und deswegen beschäftige ich mich auch immer noch weiter, viel auch mit Persönlichkeitsbildung, einfach ja, Spiritualismus und so weiter. Ja, und was halt so kommt. Und du hast es schon angedeutet, wenn man auf einem Weg ist. Du sprichst von dem Genesungsweg. Der Genesungsweg, der fängt ja meistens an mit Symptomen, mit einer Erkrankung, wo man sich dann irgendwann entscheidet, nein, das soll nicht zu mir gehören. Wie war das für dich? Wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas ist anders? Das Interview geht gleich weiter. Kennst du das Chronisch Ehrlich Retreat-Angebot? Unten im Beschrieb findest du alle Informationen dazu. Ich möchte dich kurz mit reinnehmen. Wir hatten diese Herzensvision, einen Ort und Zeit zu kreieren, wo du wirklich ankommen kannst. Hier gibt es Anthony William Vollpension mit Selleriesaft am Morgen. Wir haben die Möglichkeit, uns als Community kennenzulernen, uns auszutauschen. Es gibt tolle Workshops im Angebot. Wir haben Zeit, in der Natur spazieren zu gehen, zu meditieren. Einfach Zeit für dich, so wie du sie brauchst und möchtest. Ich würde mich so freuen, dich persönlich kennenzulernen. Melde dich gerne jetzt an und vielleicht profitierst du noch vom Frühbucherrabatt. So, und jetzt geht das Interview wieder weiter. Wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas ist anders? Ja, da war ich damals 19 und wir waren noch auf einem Urlaub in Thailand und so weiter. Und ungefähr zu dieser Zeit habe ich schon gemerkt, dass ich sehr müde bin. War mir dann nicht sicher, hängt das jetzt mit irgendwas damit zusammen? Ich wurde auch vor dem Urlaub noch dementsprechend geimpft, habe das dann vielleicht ein bisschen damit auch in Zusammenhang gebracht. Es waren aber dann ein paar Monate danach, konnte ich wirklich, das war von über Nacht, von heute auf morgen, plötzlich, als ich zu Hause auf dem kalten Fliesenboden gelaufen bin, konnte ich die Kälte nicht mehr spüren, also auf den Barfuß. Gell? Und dann hat sich das wirklich rapide verschlechtert und ich konnte dann plötzlich nicht mehr gescheit gehen. Also ich konnte den einen Fuß nicht mehr richtig heben. Ja, und dann bin ich halt zum Hausarzt und der hat dann schon gesagt, nee, also, und da hat mich mein Vater schon also gestützt beim Reingehen damals und
der hat dann schon gesagt, ja, also er überweist mich ins Krankenhaus. Es war ein sehr guter Diagnostiker, toller Hausarzt. Aber ich überweise dich ins Krankenhaus, das muss genau angeschaut werden, aber ich warne dich vor, sollte es das sein, was ich vermute, ist das nicht so gut. Naja, und dann... Hatte er bereits eine Vermutung? Ja, ja. Also der war ja schon auch älter, mittlerweile ist er auch schon in Rente. Wie gesagt, war ein sehr guter Diagnostiker. Der hatte schon die Vermutung, dass das in diese Richtung oder in irgend so eine Richtung gehen könnte. Was Nervliches wahrscheinlich, ja. Ja, und dann bin ich ja damals dann ins Krankenhaus. Auch da hat mich mein Vater wirklich gestützt, weil ich konnte gar nicht mehr den Fuß nicht mehr. Also man kann sich das nicht vorstellen vorher. Gell? Man kann das nicht mehr spüren. Das ist ja auch nicht wie gelähmt. Also das ist ganz eigen gewesen. Ja, dann wurde ich natürlich halt untersucht eine Woche lang, habe Cortison hochdosiert bekommen, intravenös natürlich. Und da hat man dann immer so hin und her geredet. Meine Mutter hat immer wieder gefragt, ist irgendwas in ihrem Hirn? Oder die hat sich schon natürlich sehr gesorgt. Und na, da ist nichts. Und dann auch diese Untersuchungen sind ja extrem unangenehm. Also das mit diesem MR und Lumbalpunktion, die sehr schmerzhaft war. Also die haben sie, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also da hat man mich auch ein bisschen verletzt. Ich konnte mich nämlich dann, wo ich dann entlassen wurde, zu Hause eine Woche lang nicht mehr selbst im Bett umdrehen. Also ich musste mich am Bettlaken halten, dass ich überhaupt mich drehen konnte. Also da wurde irgendwas, es ist zwar Gott sei Dank wieder gut gegangen, nur da war ich das erste Mal so, dass ich mir dachte, jetzt mit 19 Jahren, jetzt kann ich verstehen, wenn alte Leute sagen, sie wollen nicht mehr leben, weil der Körper nicht mehr funktioniert. Oder also wenn man halt merkt, nicht, dass ich jetzt sterben wollte, aber dass man einfach merkt, das funktioniert nicht mehr, ich habe keine Lebensqualität. Also das war ganz schlimm, weil ich das überhaupt nicht kannte. Wie gesagt, vorher, ich war sportlich, fit und unterwegs immer und ja, wie halt ein 19-jähriges Mädchen ist, sozusagen. Ja, und dann ein paar Tage drauf wurden wir halt wieder eingerufen ins Krankenhaus, dass die Diagnose dann übermittelt wurde und dann wurde uns das halt mitgeteilt, dass ja, Verdacht auf MS, das ist halt so der Klassiker, dass man erstmal Verdacht sagt und auf unsere schockierten Blicke dann, ja, hat man eigentlich bloß, also wo wir dann gesagt haben, ja, was sollen wir denn jetzt machen, wie geht das jetzt weiter? Ja. Hat man nur gesagt, nichts, einfach weiterleben wie vorher und hat mal so einen Stapel Bücher mitgegeben, wo auf jeder zweiten Seite sozusagen ein Rollstuhl war, also mit Aussicht auf nichts. Und ja, wir waren eigentlich in dem Moment total überfordert, weil wir das nicht kannten. In meiner ganzen Familie gibt es überhaupt keine schweren Krankheiten. Okay. Ja. Also gar nichts in die Richtung und auch selber war nie jemand ernsthaft krank vorher. Aber was da schon war in dem Moment, war in mir so eine innere Stimme, so eine Gewissheit. Da hat es zu mir gesagt, na Alex, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass du wieder ganz gesund wirst. Und das hat mich eigentlich immer angetrieben. Und man hat mir Gott sei Dank damals noch gesagt, also die waren schon so weit, dass sie gesagt haben, sie würden mir jetzt noch nicht empfehlen, irgendwelche Medikamente zu nehmen, sondern mal zu schauen und das ein bisschen, ja, auf mich zukommen zu lassen. Und ich habe mich auch wirklich wiederholt, bis auf das, dass ich wirklich innerhalb weniger Wochen 30 Kilo zugenommen habe. Das war halt durch dieses Cortison, das Hochdosierte, das ich da erhalten habe. Das war natürlich auch furchtbar, weil man kann nichts machen. Ich war immer schlank eigentlich oder halt normal einfach und ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich dann wieder erholt und ich war da immer
davor schon war so mein Ziel, ich möchte ins Ausland gehen und ich habe das dann trotzdem gemacht. Ich bin dann ein Jahr nach Amerika gegangen als Au-pair-Mädchen. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Mir ist es auch sehr gut gegangen. Also ich habe das einfach riskiert. Ich habe gesagt, na, so weit geht's. Ich bin zwar jetzt nicht mehr ganz so agil wie vorher, auch durch die Gewichtszunahme. Das merkt man natürlich. Und wenn es auch schnell geht. Aber ich mache das, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich halt wieder heimfahren muss. Da kann ich ja immer noch. Ja, und dann ist es mir eigentlich dann 4, 5 Jahre gut gegangen, bis auf kleinere Beschwerden, so wie ja, dass ich ja Brennen auf der Haut hatte, wenn ich mich sehr aufgeregt habe über was. Oder vielleicht ein bisschen müder, ja, und manchmal so Taubheiten. Aber mit all dem kann man leben, also das war für mich jetzt nicht schlimm. Und habe mich trotzdem immer wieder beschäftigt. Also ich habe immer wieder nach Alternativen gesucht, aber damals, also ich muss schon sagen, das ist ja gar nicht so lang her, es ist gute 10 Jahre, aber da hatte man im Vergleich zu jetzt nichts gefunden online. Ich weiß nicht, ich habe Google rauf und runter und alle möglichen Suchbegriffe versucht. Man hat nichts gefunden. Wenn man in irgendwelche offiziellen Foren reingeschrieben hat, was gibt es für Alternativen, was könnt ihr mir raten, waren die Antworten, das ist unheilbar, finde ich damit ab. Und das war für mich aber, das war keine Option. Für mich war klar, das gibt es nicht, das muss irgendeine Ursache haben, vor allem wenn vorher nichts war und in meiner ganzen Familienreihe überhaupt nichts in die Richtung es gibt. Und ja, dann habe ich das halt mal lassen, weil man kann ja dann sonst jetzt nichts machen. Und dann ist es leider so gewesen, dass ich dann mit Mitte 20 war ich beim Zahnarzt und der hat gesagt, naja, es wäre halt gut, wenn man mal diese Amalgamfüllungen tauschen würde, also rausmachen würde. Und das wusste ich schon, dass das nicht so, ja, gesund ist natürlich, aber ich habe dann gesagt, ja, passt, ich habe ja nicht viele, also ich Gott sei Dank mit den Zähnen nie große Probleme gehabt. Das waren halt noch Füllungen wirklich aus der Kindheit. Seit der Kindheit nie wieder irgendwas in die Richtung gehabt. Dann machen wir das. Und der hat das so gemacht, also im Nachhinein wusste ich es dann natürlich erst, aber ohne Schutz, ohne jegliches externen Sauerstoff und. Ja, und darauf habe ich dann am nächsten Tag extrem starken Schwindel bekommen und dachte mir so, ich kann nicht zur Arbeit gehen. Ich kann ja nicht mal gescheit Auto fahren. Also das war wirklich, jetzt bin ich natürlich zum Arzt, weil man muss sich ja krank schreiben lassen, wenn man nicht zur Arbeit geht. Und dann war mein Hausarzt auf Urlaub, jetzt musste ich zur Vertretung. Und die kannte mich nicht und die hat nur aufgrund meiner Vorgeschichte natürlich ja Schwindel, so wie so viele, fast jedes Symptom kann man irgendwie auf MS zurückführen. Jetzt hat mich die aufgrund dessen wieder ins Krankenhaus überwiesen. Ja, und dann ging das alles wieder von vorne los mit den Untersuchungen, mit den möglichen. Und dann haben die mich leider erwischt an einem wunden Punkt. Die haben dann zu mir gemeint, naja, Frau sowieso, Sie sind ja noch so jung, Sie möchten doch sicher mal noch Kinder haben. Da würden wir Ihnen schon empfehlen, dass Sie dieses Medikament halt nehmen. Und dann habe ich noch überlegt und ich habe dann gesagt, ich überlege mir das und naja, dann versuche ich es halt. Und dann habe ich eben das begonnen, das Betaferon, also das Antisuppressivum zu spritzen. Das war dann für ein halbes Jahr circa. Und damit ist es erst richtig losgegangen. Also dann ist es wirklich sukzessive bergab gegangen bei mir. Ich habe dann gemerkt, na, mir geht es überhaupt nicht gut, das wird immer schlimmer. Ich muss das wieder absetzen. Und dann haben die mir natürlich total davon abgeraten. Ich habe das dann trotzdem einfach gemacht, also nicht mal ausgeschlichen. Und dann ist es mir gleich wieder viel schneller besser gegangen, habe auch da wieder sehr zugenommen.
Also da hat man gemerkt, das hat mir alles wieder durcheinander geworfen. Also habe nochmal wieder knapp 30 Kilo zugenommen. Ja, und dann war aber die Zeit, wo dann nach und nach immer mehr und mehr Informationen im Internet zur Verfügung gestanden sind. Und so habe ich halt Stück für Stück versucht, Versuch und Irrtum. Wir haben ja auch extrem viele Therapien versucht, homöopathische Sachen, irgendwelche Heilpraktiker in Deutschland und überall. Und dann war ich mal auf dem Trip, dass ich mir gedacht habe, vielleicht ist das doch so eine Neuroborreliose, weil das ist ja auch sehr ähnlich. Jetzt lasse ich mir das anschauen, weil in der Fachklinik in Augsburg. Ja, die meisten werden das kennen, unzählige Stunden von, oft Qualen, wirklich. Also ich bin nicht wehleidig, aber das war wirklich oft ganz schlimm, nicht zu sprechen von dem ganzen Geld, was man da aufwendet. Und irgendwann, also fügt sich halt das Puzzle. Dann war die Zeit, wo ich habe immer so das Gefühl gehabt, irgendwas braucht es noch, irgendein Teil fehlt noch, dann weiß ich, dass ich da bin oder dass ich jetzt das habe, was ich brauche. Und dann wurde eben Anthony William, ist da so aufgeschlagen quasi. Und da habe ich dann ganz schnell eigentlich, ich habe die Sachen umgesetzt. Ich kann mich damals erinnern, als ich sein erstes Buch gelesen habe, war für mich nochmal, das meiste sehr bestätigt in dem, weil ich hatte kurz vorher eine Studie gelesen von einer deutschen Universität, ich weiß nicht mehr welche, ich glaube Heidelberg, bin mir nicht sicher, aber die hatten selber schon das herausgefunden, dass MS im Zusammenhang mit einer Viruserkrankung steht. Aber natürlich, wir wissen, dass es für Viren keine Medikamente gibt, also zumindest nicht solche, die in dem Ausmaß helfen können oder nicht derartige Kollateralschäden ausrichten würden. Jetzt gibt es da halt nichts Vergleichbares. Ich denke, das Grundproblem ist wirklich, dass die Medizin davon ausgeht, dass Viren nicht essen. Und ich glaube, wenn Sie das mal erforschen, dass Viren essen und dass unsere Nahrung einen Einfluss hat, das wird ja alles ändern. Aber da Sie noch nicht auf diesem Stand sind, gibt es nichts, was Viren bekämpft. Ja, genau. Und dann habe ich das halt Schritt für Schritt umgesetzt. Also ich habe das jetzt nicht von heute auf morgen alles ganz strikt so ganz geschafft, wie es manche schaffen. Also dass man wirklich alle diese sogenannten No-Foods wie Gluten oder Milchprodukte habe ich sowieso schon lange nicht mehr wirklich konsumiert. Also das war jetzt kein Problem für mich, aber habe das umgesetzt und dann ist das wirklich innerhalb von, ich glaube, 3 Monaten hat sich komplett gedreht. Ich habe das ganze Gewicht abgenommen, nochmal. Es waren dann fast 40 Kilo, was ich mehr hatte, wo ich echt sehr verzweifelt war, weil ich nicht wusste, ich habe immer gesagt, ich esse ja gar nicht viel, ich esse ganz normal, nicht anders wie ganz früher. Ich war, natürlich bewegt habe ich mich nicht so viel, ist schon, aber trotzdem, also die Relation hat nicht gepasst, dass man so ein Gewicht hat und es ist auch nichts rauf mehr und nichts mehr runtergegangen. Also ich bin immer gestanden auf einem Gewicht. Und das hat sich alles dann gedreht, ganz schnell. Ich denke, es ist eine Kombination gewesen, auch wahrscheinlich mit den Nahrungsergänzungsmitteln, dass ich dann mal diese richtigen Supplemente einfach hatte, dass das Ganze wieder in Schwung kommen kann. Natürlich auch diese Nahrungs... Hast du genommen? Willst du da ins Detail gehen? Ja, klar. Also ich habe dieses Vitamin C, also Ester C genommen, oder das nehme ich auch immer noch alles. Zink, also das Zinksulfat, das Flüssige, dann es sind so viele gewesen. Magnesium natürlich, dann
Ja, was auch sehr wichtig ist, ist das L-Lysin. Das wirkt ja ganz stark gegen diese Herpesviren auch und so weiter. Und ja, also alles, was er halt vorgeschlagen hat, fast alles. Also das ging natürlich jetzt auch nicht ganz so in dem Ausmaß, weil das ist ja auch Kosten. Intensiv, ja. Und manche vertragen es auch nicht. Also manche merken, dass sie gerade bei antiviralen Nahrungsergänzungsmitteln wie L-Lysin oder Zink, dass sie richtig spüren, dass sie anfangen zu entgiften und sie dann ein bisschen reduzieren müssen und das dann wirklich so als langer Weg sehen müssen. Wie war das bei dir? Wie hast du da deinen Weg gefunden oder deine Dosierung? Ja, also ich habe mit allem Kleinen angefangen, weil ich vorher schon Erfahrungen hatte, jetzt ohne Anthony William, mit schwersten Entgiftungserscheinungen, zum Beispiel mit Chlorella. Also da habe ich wirklich gedacht, ich muss sterben. Also da war ich bei einer Heilpraktikerin, sie meinen es alle gut, aber sie hatten keine Ahnung und hatte da dann durch diese extrem hohe Chlorella-Entgiftung, die haben zwar nach Dr. Klinghardt gearbeitet, der ja toll ist, also ich habe fast eine Therapie bei einer Heilpraktikerin nach Dr. Klinghardt angefangen. Dann habe ich aber Anthony William gefunden. Also sonst hätte ich das noch gemacht. Also der hat auch ganz tolle Ansätze. Aber das war viel zu viel und viel zu schnell. Und wie wir ja wissen, durch Anthony William, Chlorella mag zwar die Schwermetalle lösen, erhält sie aber im Körper fest, was eben diese Dulce- oder Dalsalgen, diese Rotalgen nicht machen. Die nehmen das, die halten die fest und du scheidest das dann mit aus. Ja. Und das wissen die meisten eben nicht. Oder ja, auf jeden Fall hatte ich das stärkste Entgiftungserscheinungen auch durch Koriander und da war ich schon, das hatte ich schon gewusst, dass das lieber langsam, lieber weniger. Also ich habe einfach überall mit, glaube ich, einer Kapsel angefangen. Und dann ich hatte einen ganz tollen Arzt dann gefunden und der hat auch das dann mit mir kinesiologisch ausgetestet, welche Mengen für mich halt da jetzt anzuraten wären. Und das habe ich dann gemacht und irgendwann ich mache das einfach noch gefühlt, ehrlich gesagt. Aber mittlerweile schon. Aber ich würde es wirklich, gerade auch wie es jetzt diesem Schwermetall entgiften ist, wirklich ganz klein anfangen. Also je schlechter es einem geht. Genau. Oder vielleicht hängt es nicht mal mit dem zusammen, man weiß es ja oft gar nicht, was da alles gepunkert ist in einem. Aber gerade wenn man das so weiß wie bei dir mit den Amalgamen, dass es einfach nicht gut entfernt wurde, dass man einfach das im Hinterkopf hat und weiß, okay, wenn ich eine Schwermetallentgiftung mache, dann muss ich wirklich langsam anfangen, dem Körper Zeit geben. Absolut. Und ich hatte ja vorher auch schon mal so einen Schwermetalltest gemacht. Und da haben wir auch herausgefunden, dass ich zum Beispiel sehr, sehr viel Aluminium im Körper habe. Und wir haben uns noch gewundert, ich habe mit dem Arzt noch gesprochen und gesagt, wie kann das sein? Ich mache echt schon lange, dass ich echt keine Deos mit Aluminium benutze. Sogar das Kochgeschirr habe ich alles getauscht, dass da kein Aluminium mehr ist. Keine Dosengetränke, also alles Mögliche, was man halt so weiß, dass man da irgendwie damit in Berührung kommt oder das in den Körper kommt. Und er konnte sich das auch nicht so erklären. Er hat dann gesagt, ja, vieles kommt halt aus der Luft. Sag jetzt nicht mehr dazu, aber gut, also ich konnte mir das nicht erklären, so anderweitig. Und also ich wusste, dass da gewisse andere Belastungen auch einfach da sind und durch die Erfahrung eben wie krass das sein kann, wenn man schwerste Entgiftungserscheinungen hat. Und ich war da ganz auf mich allein gestellt, das war schlimm. Und deswegen würde ich wirklich jedem da raten, ganz vorsichtig zu starten. Und das wird mittlerweile schon auch so kommuniziert. Das war am Anfang auch noch nicht so, aber also in diesen Foren und Gruppen, die man halt so kennt. Ja, da haben wir auch schon ein Video darüber gemacht, dass da oft zu harsch gesprochen wird.
dass es wirklich wichtig ist, gerade wenn man in diese Eigenverantwortung geht, sich selbst zu heilen. Und du hast es vorhin so schön gesagt, du hörst auf dich und machst es nach Gefühl. Das heißt, du bist mit dir selbst in Beziehung getreten und du hast nicht einfach geschaut, was machen andere und ich kopiere das und dann habe ich die gleichen Erfolge. Nein, es ist wirklich ein zu sich zurückkehren und zu schauen, okay, wenn ich jetzt meine Ärztin bin, was bedeutet das für mich? Wie weit möchte ich gehen? Was kann ich im Moment leisten und was nicht? Ja. Ja, und das ist absolut, also das ist das Wichtigste und das ist aber ein Weg, würde ich sagen, dass man zu sich selber sukzessive zurückfindet. Also weil jetzt von dem her gesprochen, wie jung ich noch war und da keinerlei Erfahrungen hatte, denkt man wirklich, man ist ja auf dem Stand, so ich gehe zum Arzt und der gibt mir jetzt eine Pille und dann werde ich wieder gesund. Ohne dass ich mir da jetzt großartig Gedanken mache, was natürlich vorher schon war bei mir. Ich war schon immer, soweit man das halt so mitbekommen hat, dass es wichtig ist, dass man viel trinkt, sich gut ernährt und so. Also da habe ich schon auf mich geachtet, auch vorher schon, aber jetzt nicht irgendwas eingehalten oder so. Weil ich ja auch keinen Grund dazu hatte. Aber es ist echt ein Weg. Man lernt immer mehr mit der Zeit auf sein Inneres zu hören, also dass man Seins unterscheidet, weil was ich auch immer wieder dazu sage, auch wenn ich dann mal mit Menschen ins Gespräch komme, die wissen möchten, was ich gemacht habe, oder auch mit Menschen, mit denen ich immer im Austausch war, ganz eindeutig, es hat viele Sachen gleichen sich am Weg, aber es hat trotzdem jeder seine eigene Herangehensweise und das spürt man mit der Zeit, lernt man seinen Körper immer besser kennen und spüren und nicht nur der Körper ist vor allem wichtig, also diese Komponente darf man wirklich nicht vergessen. Auch Anthony Williams schreibt jetzt zum Beispiel, dass wirklich die Heilung also 50% der Psyche zugetragen wird. Also man muss, das Mindset ist wichtig und einfach auch das wirklich implementieren, dass man sagt, ja, Geist steht über der Materie. Und oder man kann ja auch sagen, Glaube versetzt Berge, es ist so. Und wir sind ja nicht der Körper und wir sind auch nicht unser Geist, sondern wir sind die Seele und die ist so unendlich stark. Und das ist, glaube ich, das ist, was einen da antreibt. Auch dann die Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich meine, immer hat jeder seinen Weg und seine Reise. Jeder ist auf dem Weg und oft braucht es halt wirklich, dass es wirklich ganz schlimm kommt, dass man endlich aufwacht. Das war auch bei mir immer wieder so. Also man will es halt oft nicht glauben oder man kommt noch nicht zu den richtigen Dingen, die einen weiterbringen, aber das, ja, es hat irgendwie dann alles, baut aufeinander auf, so würde ich jetzt rückblickend sagen. Also wenn man den Glauben hat und behält, so ich bin gesund, ich werde wieder gesund und auch immer wieder dieses Praktizieren, den Glauben daran und natürlich nicht nur einfach zurücklehnen, also das ist so ja, wie man halt zum Beispiel manifestiert. Ja, ich fand es interessant, weil so hast du deine Geschichte auch angefangen. Du hast die Diagnose bekommen und du hast ganz tief in deinem Inneren gewusst, es wird anders, es wird gut kommen. Diese Diagnose ist nicht für immer, das ist vielleicht jetzt eine Momentaufnahme, aber das ist nicht meine Zukunft. Und da ist diese mentale Stärke und dieses Wissen, das ist Glaube versetzt Berge. Das ist genau das. Und dann auch sich einen Heilungsweg zu verlieben, wie die Ernährungsumstellung nach Anthony Williams, das ist dann so ein inneren Funken, der einfach angeht. Aber es gibt ja die Momente, Alexandra, wo es einem so richtig auf gut Deutsch beschissen geht. Zum Beispiel, du entgiftest zu stark, gell? Dann hilft es ja auch nicht, wenn man sich sagt, ja, es wird ja alles gut. Wie hast du das gemacht an diesen Tagen, wo du gemerkt hast, ich bin gut eingestellt mit meinen Nahrungsergänzungsmitteln, ich trinke einen Selleriesaft, ich lasse alle No-Foods weg und jetzt habe ich so einen richtig schlimmen Tag. Wie bist du damit umgegangen? Ja, also wo ich das alles angefangen habe, war das gar nicht mehr so bei mir so krass.
Aber ich kann es aus den Zeiten davor sagen, wo ich wirklich, also ich muss ehrlich zugeben, bin am Boden gelegen und habe einfach mir nur gewünscht, es kommt jetzt irgendwas und holt mich. Ich will nicht mehr da sein. Ja. Es ist, weil es ewig immer so auf, ab und dann immer gleich so extrem. Und also das ist ja alles nur umrissen. Gell? Also da waren ja viele Sachen, die passiert sind und viele Ups und Downs und so und Versuch, Irrtum und so weiter. Das war einfach, das ist so ein innerer Antrieb, so ein inneres, ich habe mich trotzdem irgendwie getragen gefühlt. Und ich muss sagen, ich habe die ersten paar Jahre, und das ist wichtig, weil man hört immer wieder, du musst das annehmen, du musst dich damit abfinden und so weiter. Und ich habe immer gesagt, gar nichts müssen. Und da habe ich auch gesagt, ich bin auch froh, da kommt mir meine Sturheit zugute, mein Ehrgeiz, dass ich mir halt nicht gern von jemand anderem was sagen lasse, was mir halt nicht passt. Aber nach ein paar Jahren bin ich zur Entscheidung gekommen, dass ich das so mache, ich nehme das jetzt an, vorübergehend, aber es bleibt nicht so. Ja. Und dann ist es aber wirklich leichter gegangen. Ja. Aber das ist auch so eine innere Entwicklung, dass, wenn mir das 5-mal jemand gesagt hätte vorher, hätte ich auch nicht, weil dann wird man ja noch sturer. Also, ja. Aber das ist so ein wichtiger Punkt, den du sagst, dass man sagt, ich gehe in diese Annahme und höre auf, gegen meinen Körper zu kämpfen, weil in dem Moment, wo du in diese Annahme kommst, dann bist du im Hier und Jetzt. Wenn du gegen etwas kämpfst und ein Opfer bist, lebst du ja in der Vergangenheit. Das heißt, du kannst da gar nichts mehr regeln. Es ist ja schon passiert. Und in dieser Annahme, das hat was Heilsames, aber, und das finde ich so cool, dass du es gesagt hast, vorübergehend. Ja, genau. Ja. Also man kämpft vielleicht nicht unbedingt gegen den Körper, aber gegen das, was ist. Ja. Und gegen das Leben in Wahrheit, weil man kann es zu dem Zeitpunkt nicht sehen und auch lange nicht sehen, aber es ist immer ein Geschenk darin enthalten. Und auch wenn man es erst viel länger, ich weiß, man kann das oft gar nicht hören. Es ist mir selber auch sehr oft so gegangen, aber wenn man sich so wehrt gegen diese Wellen des Lebens oder gegen das, was man halt hier präsentiert bekommt, egal in welchem Lebensbereich, das erschwert einem alles so unendlich mehr. Also das ist wirklich, da hatte ich ganz, ganz lange zu kämpfen. Also auch immer wieder, auch in anderen Lebensbereichen. Weil da der Sturkopf, weil das halt nicht so geht, wie ich das will. Ja. Aber dass da vielleicht ein höherer Sinn dahinter ist oder einfach das jetzt mein Päckchen ist, das ich halt jetzt hier trage, weil ich das und das daraus lerne und vielleicht später irgendwie anders nutzen kann. Ja, das kann man oft in dem Moment noch nicht sehen, aber das ist wirklich, wirklich wichtig, einfach dieses innerliche Loslassen, Entspannen, Annehmen, aber nicht zu sehr damit identifizieren. Also, dass man das schon da sein lässt. Ja, klassischer Spiritualismus kann man sagen eigentlich, aber das ist eben der Weg. Und das ist eben der Glaube an das, dass es wieder gut wird und also der Spruch eben, dass man nichts kriegt, was man nicht aushält, das stimmt einfach. Und an das muss man sich immer wieder halten. Und das auch so ist, dass es morgen, ich habe mir echt wirklich auch immer wieder gesagt, morgen schaut die Welt wieder ganz anders aus und das ist ganz oft so wirklich. Also. Ja, und jetzt brennt natürlich die Frage auf meiner Zunge, wie lange hast du die Ernährung gemacht bis zu dem heutigen Zeitpunkt und wie geht es dir heute? Was ist so dein Resümee? Also so strikt gemacht habe ich das ein gutes ein Jahr. Und was verstehst du unter strikt? Ja, dass ich halt wirklich geschaut habe, also ja, strikt, das gibt es ja natürlich. Also ich muss dazu sagen, dass deswegen, also ich habe ganz am Anfang wirklich voll geschaut, dass ich die
Gluten-Sachen weglasse. Mhm. Auch die glutenfreien Sachen, weil es nährt ja auch gewisse Sachen oder gewisse Erreger und Milchprodukte, bla bla bla, alles. Man dürfte ja gar nichts. Man dürfte ja auch, wenn man jetzt ins Restaurant geht, nicht mal einen normalen Salat, weil dann ist ja der Essig drauf und das Öl und man soll ja kein Öl und also irgendwann, wo man dann schon merkt, jetzt geht es mir wieder gut und man geht auch wieder dann noch mehr raus und so, habe ich für mich gemerkt, dass wenn ich dann im Restaurant war mit Freunden und so weiter oder so, ja, ich musste halt immer mit dem Salat da sitzen und die haben halt voll reingeschmissen, Wiener Schnitzel und was ich immer Oh voll. Gott, ja. Und dann habe ich gemerkt, dass das für mich, also ich hatte immer so dieses Verzichtsgefühl und das hat mir nicht gut getan. Also diese Kulinarik und Essen und das ist ja auch ein Lebensgefühl, es ist Genießen, das kennt man ja ganz besonders auch, wenn man im Urlaub ist oder so, gehört ja auch alles so damit dazu. Und da habe ich dann für mich entschieden, wenn ich dann mal irgendwo hingehe, dann gönne ich mir. Zu Hause habe ich mich wirklich gehalten. Ich habe so das mit dem Selleriesaft und Heavy Metal Detox Smoothie, das mache ich auch bis heute noch. Auch nicht unbedingt jeden Tag. Wenn es halt mal nicht geht, geht es einfach nicht. Und ich zwinge mich zu nichts mehr. Also ich schaue wirklich so, nach was es halt verlangt. Und ich bin mir zwar schon bewusst, dass wenn ich das jetzt voll strikt noch machen würde, würde es mir wahrscheinlich mega gehen, würde ich wahrscheinlich Marathon laufen oder so. Aber für mich ist das jetzt so okay. Ja. Und ich gehe da auch meinen Weg wieder. Also auch da wieder muss man für sich differenzieren. Also es ist natürlich immer eine Frage, wie sehr man leidet oder wie sehr man betroffen ist. Genau, das ist wirklich so, weil je größer das Leiden, desto mehr natürlich dieser Drang oder dieses große Ja dafür, auf Dinge zu verzichten, weil man kriegt ja auch etwas dafür, eben Genau. Gesundheit. Ja. Wie sah das für dich aus? Wo hast du gemerkt, dass diese Art der Ernährung wirklich einen direkten Einfluss auf MS hat? Ja, also ganz extrem habe ich, weil ich so schnell gemerkt habe, dass ich viel mehr Energie hatte, wieder viel wacher bin, weil ich immer so müde war. Ich war so müde. Ich hatte Gott sei Dank nicht so schwere jetzt Lähmungserscheinungen oder irgendwie, aber ich konnte und wollte nichts machen. Ich war einfach so niedergeschlagen, jetzt körperlich. Natürlich dann auch irgendwann mal psychisch, weil ich war noch keine 30 und alle haben da Halligalli und du bist die meiste Zeit eigentlich nur auf der Couch und so weiter. Und mein Freund, der war auch damals, ich meine, der extrem verständnisvoll, aber das war auch schade, weil man möchte ja was unternehmen und es war halt einfach, ja, man hat das Gefühl, das Leben läuft an einem vorbei und man existiert einfach nur. Existiert nur, dass man da ist, aber es hat sonst nicht viel Sinn. Und ja, das war für mich wirklich, das habe ich auch extrem schnell gemerkt, dass viel mehr Energie da war und dann tut man sich ja mit allem anderen auch gleich leichter, dass man das auch mehr einhält. Ja, in allen Lebensbereichen funktioniert alles wieder besser, auf der Arbeit, ja, in den Beziehungen. Man kann einfach wieder viel mehr das Ganze pflegen. Und das geht dann so Schlag auf Schlag, war das dann. Und dann ist man auch umso motivierter. Und dann natürlich mit der Gewichtsabnahme auch wieder beweglicher. Und so, es ist irgendwie so Hand in Hand. Und natürlich, also war das jetzt auch nicht nur eine steile Kurve nach oben ohne Rückschläge. Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt nicht Tage waren, wo es auch mal wieder schlechter war, wie er immer sagt, so 2 steps forward, 1 step back. Also das ist so, aber trotzdem merkt man auch, also das ist trotzdem unterschwellig, da arbeitet was, das wird schon wieder. Ja. Es geht besser und
Ja, was mir jetzt gerade einfällt, weil wir vorher gesprochen haben, nochmal wegen den Nahrungsergänzungsmitteln, Ja. was mir auch ganz, ganz viel geholfen hat, war halt dieser Vitamin B-Komplex, auch das extra Vitamin B12, das Flüssige. Ähm, das greift ja gerade auch beim Nervensystem ganz stark, Magnesium sowieso, und ich nehme da auch die Art von Magnesium, die halt mehr auf das Nervensystem wirkt, beruhigend und so. Diese Dinge haben mir wirklich sehr geholfen. Einfach auch nicht nur körperlich, sondern dass ich generell ruhiger wurde. Also nicht mehr so ängstlich. Ja, ja, Nicht, dass ich jetzt da immer total ängstlich war, aber man wird einfach wieder ein bisschen zentrierter und so weiter. Und einfach durch das Wissen dann, also der, alleine das Wissen, wo ich damals das Buch in den Händen gehalten habe von Anthony William I., war für mich eben dann dieses letzte Puzzlestück, wobei das hört in Wahrheit, wie gesagt, niemals auf. Also ich informiere mich trotzdem immer weiter. Es wird immer wieder was geben, was einem noch helfen kann. Aber das war für mich so ein Befreiungsschlag. Das ist das, was schon die Psyche eigentlich ausmacht. Das ist die halbe Miete für mich gewesen. ja, Da habe ich gewusst, und jetzt ist es so und jetzt wird es. ja. Und also da hatte ich noch nicht mal irgendwas umgesetzt in der Richtung. Da sieht man eben, was das Psychische mit ausmacht. Und habe damals schon vorher Bücher gelesen von Joe Dispenza oder Bruce Lipton und so weiter. Also die sind ja heute schon voll bekannt. Damals ja gerade so im Kommen, das ist ja doch jetzt schon fast 10 Jahre her. Ja, die finde ich auch genial. Bruce H. Lipton, Dr. Joe Dispenza, ja. Ja, das ist mega wertvoll, ja. die Richtung zu sehen, ja, was man mental alles erreichen kann. Das ist so wertvoll. Ja, und deswegen, ich denke immer, wenn in der Diagnosestellung die Ärzte wenigstens diese Sachen auch noch kennen würden, dann würden sie eben nicht sowas sagen wie, ja, das ist jetzt eine schreckliche Diagnose oder so. Und dann kriegt man mit der Diagnose auch noch das Wort schrecklich mit. Sonst wäre so, das ist eine Momentaufnahme. Aber jetzt haben sie die Chance ihres Lebens, sich mega weiterzuentwickeln, und das wird super. Das wäre so, echt, eine Chance, okay. Ja, ja. Na, also das war überhaupt nicht. Ich war ja dann, hatte ja zwischendurch noch 2, 3 Krankenhausaufenthalte eben nach dem mit den Zähnen und so, also mit dem Darm entfernen. Beim letzten Krankenhausaufenthalt, da wollten sie mich halt wieder in die MR-Röhre da stecken, und ich habe gesagt, ja, und Lumpalpunktion so mache ich nicht mehr. Und der war extrem unangenehm, dieser Arzt, der wollte das überhaupt nicht akzeptieren, und ich habe gesagt, das gibt keine Diskussion mehr, weil jetzt haben wir das zweimal gemacht, was soll jetzt nochmal anders werden in den letzten Jahren, und ich unterziehe mich dieser Untersuchung nicht mehr. Also man lernt auch, ich musste das wirklich lernen. Ich habe leider auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Ärzten, großteils fast, nur ehrlich gesagt in den Krankenhäusern. Wenn man überhaupt auch eine Gegenfrage hatte oder was kritisch hinterfragt hat. Also das wurde überhaupt nicht vertragen. Und man lernt dann auch umso mehr bei sich zu bleiben, zu sich zu stehen, nach dem eigenen Gefühl, was dann natürlich in dieser Hinsicht sehr schwierig ist, weil ich habe ja auch nicht Medizin studiert und natürlich bei weitem nicht dieses Wissen, was jetzt der Arzt hat, aber trotzdem war für mich ehrlich gesagt oft unglaublich, wie es sein kann, dass Ärzte so ein großes Wissen haben und so viele Jahre sich gebildet haben, um dorthin zu kommen, aber dann trotzdem so wenig ja, über den Tellerrand hinausblicken können oft. Also das ist, also gerade die im Krankenhaus, muss ich sagen. Also natürlich nicht alle in einen Topf stecken, aber das war so wirklich leider meine Erfahrung, vor allem weil ich noch so jung war, dass da einfach gleich in so eine Richtung geht. Und
Ja, da kann man, wer du sagst, wenn das gleich alles ein bisschen anders aufgebaut wäre, ich meine, da fängt es ja schon beim Krankenhausessen an. Es wäre für jeden Menschen viel besser, für jeden, der im Krankenhaus ist, dass das Oh ja, da müsste lebendige Nahrung müsste da serviert werden und nicht totes Essen, ja. Das wäre mal ein Anfang, ja. Genau. Ja. Also da, aber das kriege ich immer wieder gesagt, die Ernährung hat überhaupt keinen Einfluss, also nicht so, dass das wirklich was bewirken würde. Ja, also schon, es ist schon wichtig, so das Gängige, was man halt jedem Menschen sagt, dass man halt 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag und die Klassiker, viel Milch, Getreide. Und, also ja, dass Ernährung und die mentale Einstellung, dass die der Gamechanger sind, das wird da nicht gelehrt. Und deswegen auch diesen Kanal hier. Und ich bin so froh, dass ja Menschen wie du diese Geschichte erzählen, weil das so, so wichtig ist, dass es eben Alternativen gibt. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Also ich wäre auch so froh gewesen, hätte es das damals schon gegeben. Ich auch. Ich wäre so froh gewesen. Ich habe so gesucht und aber es hat halt jeder, wie gesagt, seinen Weg. Und vielleicht können wir jetzt dem einen oder anderen da jetzt dafür helfen. Definitiv. Was würdest du als Ermutigung sagen, wenn jetzt jemand mit der MS-Diagnose dein Video hier anschaut? Was möchtest du gerne mitgeben als Ermutigung? Ja, also am besten ist, gib wirklich nie auf. Wisse, dass du das bekommen hast, jetzt um was zu lernen. Du kannst es tragen und komm in deine Eigenverantwortung, lerne auf deine innere eigene Stimme zu hören. Auch wenn es mal ein Irrtum ist oder auch wenn es mal daneben geht, bleib dran, vertraue auf dein Inneres, auf deine Stärke. Du bist viel stärker, als du glaubst. Es gibt immer Wunder, es gibt immer Wege, immer. Lass dir von keinem irgendwas anderes sagen, vor allem nicht, wenn du das von Anfang an eigentlich so verspürt hast. Das Wichtigste, dass du wirklich immer den Blick auch in die Zukunft, in die positive Zukunft zu deiner Gesundheit, auch dass du sie eben hier und jetzt schon verankerst, dass du von mir aus dir sagst, ich bin gesund, ich mache das immer noch, also das tue ich wirklich, ich bedanke mich jeden Tag für alles Mögliche. Das ist ganz wichtig, schau wirklich, dass du deinen individuellen Weg gehst. Und bleib bei dir. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, die eigene Stimme hören, zu lernen, wie es nicht oft ist, aber ja. So, so wertvoll. Vielen Dank, Alexandra. Das war so wertvoll, was du gesagt hast und erzählt hast. Und das ist so schön, dass du auch sagst, dass du auf diesem Weg bist, dass du unterwegs bist, dass du immer noch am Rausfinden bist, aber dass es dir schon so viel besser geht. Was würdest du sagen, vom Stand, wo bist du jetzt, wenn du jetzt sagst, ich habe die Diagnose MS, wo befindest du dich? Oder wie lebst du diese Diagnose jetzt heute? Also ehrlich gesagt, ich identifiziere mich eigentlich nicht mehr damit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich 100% fit bin. Also, oder fit, ja doch, ich kann ja alles machen. Ich mache auch alles, was ich will, ohne jetzt große Einschränkungen. Aber wo ich schon noch dabei bin, ist auch, dass ich das wirklich hinter mir lasse. Weil man hat ja trotzdem das immer noch so im Hinterkopf. Und weil man auch weiß, es war ja oft so, dann über Nacht war auf einmal wieder alles anders. Man hat da immer noch so ein bisschen etwas, was einen da noch so in den Fängen hat, sozusagen. Das sind aber auch diese Kopfdinge.
Diese Erfahrungswerte, das beschreibt ja Dr. Joe Dispenza auch so ganz genau. Das sind wirklich Programme, weil wir über so einen langen Zeitraum so schwer krank waren, sind die Ja, Programme abgespeichert. Und ich merke das auch immer. Ich bin total vorsichtig mit allem. Oh, da muss ich noch eine Pause da. Und ja, dann denke ich so, ich lebe ja doch noch in der Vergangenheit. Was wäre, wenn genau. ich sagen würde, ich kann das und in dieses Natürliche. Aber auch das braucht einfach seinen Weg und seine Zeit. Genau, und also das darf man lernen, dass man wirklich Mitgefühl mit sich selbst entwickelt. War für mich auch sehr wichtig und das, wie du sagst, also was ich ganz früher, bevor ich das bekommen habe, gern gemacht habe, dass ich mich voll ausgepowert habe beim Sport und das traue ich mich bis heute nicht. Also das muss ich auch sagen, dass ich meinem Körper, aber das ist, weil man das mehr lernt, auf das zu hören, dass man das einfach mit Maß und Ziel macht. Also, dass ich jetzt nicht mehr auf Teufel komm raus, früher habe ich ja alles gemacht. Wie gesagt, ich war sehr sportlich. Ja, also da merke ich, da begrenzt man sich dann noch selber, weil das eben, ja, man merkt, man war so lang in dieser Schiene drinnen, in dieser Blase und hat eigentlich nur auf das hingearbeitet, dass es wieder wird. Also man muss sich wieder neu quasi identifizieren. Und da sind eben diese Lehren so wichtig, aber das ist wirklich wie ein neues Computerprogramm, das man sich wieder raufspielt, aber das geht ja nicht über Nacht. Also Genau. jetzt, wo sich das alles gelegt hat, kommen dann, das merkt man ja, wie gesagt, wieder, es ist ein Weg, das fällt einem ja auch nicht sofort auf. Und auch nur man selber bemerkt ja diese Dinge, das kann einer im Außen ja gar nicht so du bist aufgefallen, du machst das und das merkt ein anderer ja gar nicht so. Also das braucht, aber das ist jetzt, sage ich mal, im Vergleich das Wenigste. Und das Schöne ist, dass ja das Ganze mit ganz viel anderem einhergeht. Wie du vorher gesagt hast, das ist das Ziel, also das ist ein Weg und das ist dieser spirituelle Weg auch, den ich auch gehe. Das ist Lernen, im Jetzt zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, sich nicht mehr zu identifizieren mit dem Ganzen, dem Verstand in Wahrheit. Das ist einfach ein Weg, ja. Aber das sind jetzt noch die Dinge, die ich sagen würde, ja, da bin ich dran. Aber wie gesagt, da sind wir alle dran. Ja. Das ist eine Lebensaufgabe, gell? Ja, sowieso. Also der Weg, glaube ich, auch, das hört nicht auf, nie auf. So unendlich, wie wir halt auch sind als Wesen im Endeffekt. So geht es, ja. Ja, vielen Dank, Alexandra, für deinen Einblick in deine Genesungsgeschichte. So wundervoll. Danke auch für deine ermutigenden Worte an andere Betroffene. Sehr gerne, gerne. Mega schön, dass du hier warst. Ja, und vielen Dank, dass ihr gelauscht habt. Und ich möchte das auch nochmal aufgreifen, was die Alexandra gesagt hat. Und zwar ist Heilung nicht ein Weg zurück in die Vergangenheit, dass es so ist, wie es mal war, sondern es ist eine Weiterentwicklung. Es ist etwas Neues, was wir uns anziehen dürfen. Und ja, das wünsche ich jedem Einzelnen von euch, dass ihr da einfach neue Wege einschlagen dürft, ganz im Mitgefühl mit euch selbst. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über Kommentare. Ihr dürft uns auch gerne Fragen stellen, gell, Alexandra? Also da freuen wir uns total und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!